Auf den ersten Blick ein Ärgernis. Jetzt wird das Ganze nochmal sanft gegossen. Ja, bist grad skeptisch, ja? Das hier ist übrigens nicht irgendein Schlafsofa. Was für eine Atmosphäre. Allerdings gefällt mir der Ausblick noch nicht. Hier ist nämlich noch nicht viel los. Ich aber sehe dort vor allem die Samenaufzuchtstation für die Gartensaison 2024. Die Aufzuchtecke im Wohnzimmer ist eingerichtet. Jetzt können wir uns ans Eingemachte machen und die ersten Samen, die jetzt im Februar mit der Vorzucht anfangen können, in die Erde bringen. Ja? Was haben wir da? Wir haben diverse Tomaten, Rispen und Cherrytomaten. Wir haben Physalis, Paprika, Jalapeno, Peperoni, Habanero, Rosenkohl, Rotkohl, Porree und Brokkoli. Fühlt sich gut an, endlich mal wieder ein bisschen Gartenarbeit zu machen. Das habe ich vermisst. Und was könnte es Schöneres geben, als quasi den Frühling zu begrüßen, indem man sich sein eigenes Essen in die Erde tut. Bis vor wenigen Jahren waren meine Hobbys Videoproduktion, Geschichten schreiben, Videospiele, aber auf gar keinen Fall so etwas wie Wandern gehen, Picknick im Park. Dementsprechend sind sehr viele Leute überrascht, dass ausgerechnet ich ein Hobby wie Gärtnern aufgreifen würde. Ich hatte tatsächlich zu WG-Zeiten schon in der alten Wohnung immer wieder den Reiz verspürt, den Balkon zu begrünen. Erst wollte ich eine Rasenfläche auf dem Boden etablieren und dann wollte ich einen Baum pflanzen. Und mein Mitbewohner hat mir im Anschluss verraten, dass bis ich diesen Plan verworfen hatte, er immer große Angst hatte, nach Hause zu kommen, weil es sehr gut sein konnte, dass ich tatsächlich losziehe und einen Baum kaufe und auf den Balkon stelle. Ist aber nicht passiert. Letzten Endes hat es mich 2022 einfach gepackt. Ich habe mir 2 Hochbeete gekauft, viele verschiedene Pflanztöpfe und dann ging es auch schon los auf einer Nutzfläche von nur 1,5 Quadratmetern. Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Weintrauben, Erdbeeren, Bohnen, Gurken, Kürbisse, Kohl, alles. Es bereitet mir große Freude, diesen Grundstein zu legen, der Pflanze beim Wachsen zuzusehen und am Ende auch noch die Früchte davon zu tragen. Denn nichts schmeckt besser als selbstproduziertes Obst und Gemüse. Und ja, jetzt sind wir hier und gärtnern in einem Maßstab wie nie zuvor und ich bin gespannt, was wir da alles rausbekommen. In die großen Töpfe habe ich Tomaten und Physalis hineingetan. Tomaten deswegen, weil ich weiß, dass diese bis zum Umzug ins Hochbeet im Mai eine beachtliche Größe erreichen würden. Physalis hingegen habe ich noch nie gesät, aber dieses Jahr die Samen geschenkt bekommen, weswegen ich nicht wusste, welche Größe der Setzling erreichen würde. Da Physalis aber erst im Hochsommer ins Freiland soll, habe ich sicherheitshalber einen großen Becher gewählt. So. Gut. Das waren die großen Pflanzgefäße. Alles andere wird ein bisschen früher oder wird vor allem auch langsamer groß. Zum Beispiel die Jalapenos, Habaneros und so. Das wird eine Weile dauern, bis sie irgendeine nennenswerte Größe erreicht haben. Rotkohl und Rosenkohl habe ich noch Schilder. Danach sind mir diese Schilder ausgegangen. Das heißt, ich mache erstmal alles, wofür ich Schilder habe und dann den Rest. So, jetzt wird das Ganze nochmal sanft gegossen. Betonung liegt auf sanft. Hoffe, das bekomme ich hin.
Ja. Vielleicht doch lieber mehr kippen. Aber schnell rüber. Ja, so. Jawohl, jetzt kann das Ganze ins Haus und dann geht's los. Ist schon wirklich herrlich, ne? Also könnte es schöneres Wetter geben, um ein bisschen Gartenarbeit zu machen. Ich lieb's. Über die letzten 1,5 Monate wurde aufgrund eines Wasserschadens der Boden im Badezimmer im Obergeschoss einmal rausgenommen und trockengelegt. Diesen Freitag war es endlich soweit und der neue Boden ist reingekommen. Aber leider nicht die Toilette, denn da stand der Feierabend des Handwerkers im Weg. Auf den ersten Blick ein Ärgernis, aber bei genauerer Betrachtung eine tolle Gelegenheit, um die Wände und die Decken zu streichen, da man jetzt bis ganz hinten in den Raum reinkommt. Erst einmal machen wir hier ein bisschen mehr Licht. So, jetzt ist hier auch hell. Jetzt können wir loslegen. Also Tuit, du bist gerade skeptisch, ja? Ja. Warum bist du skeptisch? Es ist so dunkel. Ich habe wirklich nie gesehen, dass eine Toilette so dunkle Farbe hat. Doch, in Restaurants. Naja, aber das ist dunkle Steine. Nicht wirklich hier. Nee, auch dunkle. Hier ist mit weißen Steinen. Ja, ein toller Kontrast. Okay. Und dann tun wir einfach einen farblich passenden Teppich auf den Boden und ich denke, gut ist. Okay. Da. Wie groß sie? Los. Aber müssen wir diese Farbe in einer bestimmten Richtung machen? Nee, ich glaube nicht. Nicht? Also meine Hoffnung ist, dass die so, naja, so darfst du es ja nicht hinterlassen, ne? Also da muss schon noch ein finales Mal drüber gehen, Ja. um das Ganze so ein bisschen zu glätten, ne? Aber meine Hoffnung ist, das trocknet dann Okay. relativ, aber es sieht auch geil aus, wenn das in verschiedene Richtungen geht. Also, Das finde ich seltsam. Also, na, kann man ja zum Schluss noch einmal drüber streichen für die Textur. Kannst du gerne machen. oh, ich? Ja. Okay. Dann vielleicht finde ich diese schon sehr gut. Oh, es macht schon wenig Spaß hier. Aber ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. Hey, dann Yay! Was mache ich? Ich wurde gefilmt. ja. Oh, okay. Was sagst du? Bist du jetzt überzeugt? Okay. Das sieht ziemlich gut aus. Ehrlich gesagt, gestern war ich schon hier auf die Toilette, weil es ein paar Gäste gab. Und ich habe schon wirklich einen Überblick gemacht und ja, geil. Hatte ich eine Vision? Ja, wie immer, du hast recht. Ja. Ey, hier sieht's aus. Überall der Schmutz. Aber die Sockelleisten, das ist doch super. In einer Viertelstunde kommt das Sofa, bis dahin muss hier alles geputzt sein. Genau. Let's go! Ah, okay, für dich. Ja, ja.
Die Transformation des Hinterhauses in ein Aufnahmestudio konnte beginnen. Das hier ist übrigens nicht irgendein Schlafsofa, sondern es ist das Amalfi Multisofa, wie ich gelernt habe, das gerade 35-jähriges Jubiläum feiert. Ein Design, das Generationen begeistert. Es ist unverschämt teuer, aber mein Vater wollte dies unbedingt haben, um bei seinem anstehenden Besuch hier übernachten zu können. Von daher, danke Papa. Da außer dem Sofa erstmal keine weiteren Möbel vorgesehen waren, musste ich mich um eine Schalldämmung in dem Raum kümmern. Meine Idee: Klettband. Beim ersten Versuch hatte ich die Sorge, dass das Band am Noppenschaum nicht langfristig halten würde. Langfristig würde sich allerdings herausstellen, dass der Halt des Gegenstücks an der Wand nicht von dauerhafter Natur war. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ups, Stück Tapete abgegangen, aber das merkt keiner. Da war das Klettband dann alle. Beim Dekorieren der Wand hinter dem Schlafsofa ereilte mich wieder das übliche Schicksal des einsamen Heimwerkers. Wasserwaage, Regalbrett und Akkuschrauber gleichzeitig zu bedienen ist einfach nicht leicht. Und fertig war das Aufnahmezimmer bzw. mein angehendes Homeoffice. Jetzt konnte ich die Videos kommentieren. Nochmal, danke Papa.